Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Selbstverständlich wissen Sie schon, um was es in dem heutigen Video geht. Klar, ja, um meine persönlichen Top 3 aller Hunderassen. Schauen Sie, ich könnte Ihnen ohne viel nachzudenken Stand-Tapete mindestens 30 Hunderassen nennen, die mich alle zu 100% abholen. Ich habe mich aber für 3 entschieden, die ich Ihnen präsentieren möchte. Aber, liebe Zuseher, ich möchte auch Sie herzlichst dazu einladen, dasselbe zu tun. Ich habe dafür die Kommentarfunktion aktiviert und würde mich sehr freuen, wenn auch Sie mir Ihre Lieblingshunderassen da reinschreiben würden. Tauschen Sie sich gegenseitig aus, bestätigen Sie sich gegenseitig, tun Sie, wie Sie wollen, aber lassen Sie die Finger glühen. Ich wäre sehr neugierig. Schauen Sie, ich möchte aber zuvor betonen, dass es klar ist, dass mein aktueller Hund, mein jetziger Hund Vito, für mich der beste Hund aller Hunde auf der ganzen Welt ist. Und ich hoffe, er bleibt das noch sehr, sehr lange. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass das auch bei Ihnen und bei Ihrem aktuellen Hund genauso ist. Und so soll es auch sein. Aber es spricht ja nichts dagegen, Lieblingshunderassen zu haben. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Was muss ein Hund mitbringen, um es bei mir in die Top-Liste zu schaffen? Nun, die meisten von Ihnen wissen, wie ich diesbezüglich gepolt bin. Einige von Ihnen kennen meinen Kanal, seit ich hier losgelegt habe mit den Hundevideos. Der Kanal ist ja noch nicht so alt, wie es in der Beschreibung steht, und da steht ja, glaube ich, irgendetwas von 2012. Doch tatsächlich legte ich mit den Videos ja erst vor etwa über einem Jahr los. Ja, und in dieser Zeit habe ich schon oft erklärt, auf welche Arten von Hunderassen ich es abgesehen habe. Also ich mag es sehr, wenn Hunde sehr leistungsfähig sind, wenn Hunde eine gewisse Substanz mitnehmen. Hunde, die übermittelgroß groß werden. Zu kleine Hunde sind eher nicht mein Fall, auch keine Riesenrassen nicht. Ich mag es sehr, wenn sich die Triebigkeit bei Hunden im überschaubaren Bereich bewegt. Ja, also nicht zu triebige Hunde, bei denen man schon Stunden vor dem Weggehen überlegen muss, wie man sie zufriedenstellen kann mit Aufgaben. Ja. Aber auch nicht zu phlegmatische, zu ruhige, zu faule Hunde. Also Hunde mit guten Bewegungsdrang, aber einen, der sich im Rahmen bewegt. Ich mag Hunde mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb. Ich mag das. Das ist eine Eigenschaft, die spricht mich an. Selbstverständlich liebe ich tolle Familienhunde und gut trainierbare Hunde, also Hunde mit großen Will to Please. Auch das ist eine Sache, auf die ich es abgesehen habe. Und wenn sich diese Hunde dann noch im Lager der Molosser befinden oder Schäferhunderassen oder Bullterrier befinden, dann haben diese Hunde gute Chancen, bei mir in die Top-Liste zu kommen. Ja. Viele von Ihnen wissen das. Ich möchte jetzt mal mit dem ersten dieser 3 meiner Lieblingshunde loslegen und auch gleich immer erzählen, weshalb er das ist. Und der erste Hund meiner Top 3 ist der Cane Corso. Für viele keine Überraschung. Einige wissen es, dass dieser Hund zu meinen Lieblingsrassen gehört. Schauen Sie, dieser Hund weist eine fantastische Entstehungsgeschichte vor. Wenn ein Hund derartigen beeindruckenden Ursprung hat, ja, dann fasziniert mich das. Ich mag das. Beim Cane Corso ist das der Fall. Dieser Hund stammt in direkter Linie vom mächtigen Canis Pugnax ab, vom römischen Legionärshund. Mir gefällt sowas. Ja. Er gehört zu den gesündesten Molossern. Und wir wissen alle, dass in der Kategorie der Molosser die größten und schwersten Hunderassen dabei sind. Hier kann es häufiger zu Problemen mit dem Bewegungsapparat kommen, häufiger als bei kleineren, leichteren Rassen. Das ist nun mal die Natur der Sache. Doch der Cane Corso zählt zu den gesünderen Molossern, was ja auch ein großer Vorteil ist. Er ist sehr sportlich, dennoch hält sich seine Triebigkeit in Grenzen. Also er ist weit davon entfernt, ein Hund zu sein, der derartige Triebigkeit vorweist, dass man schon nicht mehr weiß, wie man ihn beschäftigen soll. Das ist ein großer Vorteil für mich. Er ist großrahmig, aber kein Riese. Ich weiß schon, es ist eine individuelle Geschichte. Speziell in der USA werden Cane Corsos oftmals sehr groß gezüchtet. Doch bei uns pendeln sie sich, sage ich mal, im Schnitt bei an die 70 cm Schulterhöhe ein und erreichen ein Gewicht von ca. 45 bis 55 Kilo. Klopfen manchmal bei den 60 Kilo an. Obwohl wir auch hier einen Ausnahmevertreter dieser Rasse haben in Bad Sauerbrunn, den Bruder der Hydra. Hydra ist die Cane Corso Hündin, in welche mein Vito so verliebt ist.
Dieser schwarze Rüde Klavierlack schwarz kommt auf Sie zu wie ein Wasserbüffel, weit über 70 cm Schulterhöhe und 70 Kilo Gewicht, aber das sind eher Ausnahmen. Im Groß gesehen ist der Cane Corso zwar ein sehr substanzvoller, großer, starker Hund, aber er ist kein Riese und er ist nicht klein, also von der Größe her würde er genau in mein Beuteschema passen. Dieser Hund ist sehr gut zu trainieren und der Cane Corso stellte schon einen Gebrauchshund dar zu Zeiten, liebe Zuseher, als von den heutigen Gebrauchshunderassen weit und breit noch nichts zu sehen war, noch lange nichts zu sehen war. Also ein sehr gut zu trainierender Hund und ich weiß von einer Cane Corso Hündin, die am Abrichterplatz in Wiener Neustadt alles wegputzt. Er hat einen großen Will to Please, den zeigt nicht jede Molosser-Rasse in diesem Ausmaß, wie ihn der Cane Corso zeigt, möchte ich sagen. Der Cane Corso ist ein fantastischer Familienhund, der aufgeht im Familienverband. Und er ist ein exzellenter Wach- und Schutzhund, wo nicht viel drüber geht. Außerdem, und nicht zuletzt, ist er wunderschön, wenn man auf diesem Typ Hund steht. Das ist also ein Molosser, eine Kategorie, die mich generell anspricht. Ein sehr gesunder, sportlicher Molosser mit überschaubarer Triebigkeit, nicht zu groß. Er ist stark, er ist beweglich, er ist äußerst trainierbar. Ein toller Familienhund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, der wunderschön ist. Also, das sind Gründe, weshalb es zum Beispiel der Cane Corso in meine Top 3 geschafft hat. Der zweite Hund, um den es geht, ist ein von der Rasse her völlig konträrer Hund zum Cane Corso. Nicht weniger beeindruckend, für mich faszinierend. Es geht um den osteuropäischen Schäferhund. Ja. Ich bin Riesen-Schäferhunde-Fan, sehr angetan von der Optik von Schäferhunden. Ein deutscher Schäferhund besitzt herrliches Aussehen. Der osteuropäische Schäferhund spricht mich aber noch ein klein wenig mehr an. Das ist eine Geschmackssache. Die Geschmäcker sind verschieden, ist nun mal so. Der bombardiert mich optisch von zwei Seiten. Auf der einen Seite präsentiert er uns den typischen Schäferhund. Ich meine, sehen Sie sich den Hund mal an, ganz klar. Auf der anderen Seite hat er viele Anleihen von Molosser. Er hat weit mehr Substanz als der deutsche Verwandte. Er ist schwerer, er ist größer. Es gibt da draußen Vertreter des osteuropäischen Schäferhundes mit Schulterhöhen von 76 cm. Das können schon sehr große Hunde werden. Werden bis zu 60 Kilo schwer, klopfen also schon ziemlich heftig, wenn es um die Substanz geht, an der Tür der Molosser an. Mir gefällt sowas. Ja? Also wie gesagt, er hat gleichzeitig die Optik eines Schäferhundes und nimmt etwas mit von Molossern. Vielleicht sind Sie ja schon mal vor einem kapitalen osteuropäischen Schäferhund gestanden. Ich hatte schon die Ehre, die haben Riesenköpfe. Also auf den Bildern verzerrt das manchmal. Ja. Es ist oftmals besser, man steht direkt vor den Hunden. Ja. Gilt übrigens für alle drei. Oder für alle Hunde, die ich in meinen Videos präsentiere. Ja. Die wirken oft körperlich weit harmloser, als sie es in Wirklichkeit, in Realität sind. Ja. Also, ja, zurück zum osteuropäischen Schäferhund. Auch dieser Hund ist, was die Triebigkeit betrifft, weit entfernt von den leichteren Verwandten. Also er ist bei Weitem nicht so triebig wie zum Beispiel ein belgischer Malinois, auch nicht so triebig wie sein deutscher Verwandter, der deutsche Schäferhund. Die Triebigkeit des osteuropäischen Schäferhundes hält sich in Grenzen. Er ist bewegungsfreudig, er ist sportlich, er ist sehr leistungsfähig, aber triebig genau in dieser Art und Weise, wie ich es mag. Ja? Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Er stellt einen fantastischen Familienhund dar, der einen äußerst starken Will to Please zeigt. Ein höchst trainierbarer Hund, der auch heute noch als Diensthund bei der russischen Armee arbeitet. Exzellenter Bewacher und Beschützer. Zwei Aufgaben, für die er eigentlich erschaffen wurde. Ja? Und er ist genauso wie der Cane Corso ein wunderschöner Hund. Ein völlig anderer Typ, ganz klar, aber ein wunderschöner Hund. Wir haben hier also einen molossoiden Schäferhund, möchte ich sagen. Höchst trainierbar, der einen fantastischen Familienhund darstellt, überschaubare Triebigkeit besitzt, ein exzellenter Wach- und Schutzhund ist und wunderschön ist. Also das sind Gründe, weshalb es dieser Hund in meine Top 3 geschafft hat. Jetzt kommen wir zum dritten, zum American Bulldog. Und ja, dieser Hund ist für mich ein Diamant. Schauen Sie, auch der American Bulldog weist eine beeindruckende Geschichte vor. Völlig konträr zu derjenigen des Cane Corsos. Klar, hat einen völlig anderen Ursprung, aber nicht weniger beeindruckend. Dieser Hund wurde
selbstverständlich zu Beginn seines Eintreffens in der heutigen USA, so wie seine Bullterrier-Verwandten ebenfalls als Kampfhund missbraucht, Verzeihung, auch verbraucht, ganz klar, ja. Bei Fights gegen den Bullen, beim Bullbaiting, bei Kämpfen gegen andere Hunde und so weiter. Doch war der eher später dann als der typische Farmerhund bekannt, als nicht wegzudenkender Farmhelfer der Leute, speziell in den Südstaaten der heutigen USA. Dieser Hund half beim Hüten des Viehs, beim Treiben des Viehs, der war ständiger Begleiter als Catchdog, als Packer bei der Jagd aufs Wildschwein, der beschützte die Familien etc. Ein Hund, der schon seit jeher innigst mit Großfamilien, kinderreichen Familien zusammenlebte, ein richtiger Familienkumpel, ein Beschützer der Familie, ein Clown, ein Tophund. Der American Bulldog bombardiert mich ebenfalls optisch von zwei Seiten, ähnlich wie der osteuropäische Schäferhund. Ja, schauen Sie, auf der einen Seite ist dieser Hund klar erkennbar ein Molosser mit diesem Bulldog-artigen Kopf, egal ob Scott-Typ oder Johnson-Typ, beide weisen einen Bulldoggenkopf vor. Der Johnson-Typ natürlich mehr mit seinem kürzeren Fang und markanterem Stopp, als es der Scott-Typ tut. Dennoch, beides unverkennbare Bulldoggen. Das ist eine Kategorie, die es mir ebenfalls angetan hat. Außerdem zeigt er anatomische Ähnlichkeiten zu den Bullterrier-Rassen und hier speziell zu großrahmigen American Staffordshire Terrier. Und dass ich diese Kategorie liebe, ist ja ebenfalls kein Geheimnis. Also, er spricht mich ebenfalls von zwei verschiedenen Seiten optisch an. Dieser Hund ist sehr stark, sehr beweglich, sehr schnell, äußerst leistungsfähig und dennoch ist es ähnlich wie bei den beiden zuvor präsentierten Hunden, dass die Triebigkeit beim American Bulldog sich in Grenzen hält. Obwohl er Ähnlichkeit hat mit den Bullterrier-Rassen, möchte ich ihm eine etwas gedämpftere Triebigkeit zusprechen. Er ist bei Weitem nicht so triebig wie ein Pitbull, ja. Und auch nicht so triebig wie ein etwas triebiger Amstaff. Aber er ist sehr bewegungsfreudig. Dennoch geht es sich für mich noch gerade so aus. Ich bin davon überzeugt, dass ich von diesen dreien Hunden, die ich jetzt hier präsentiert habe, mit dem American Bulldog höchstwahrscheinlich den meisten Spaß im Alltag hätte. Ich möchte das so erklären. Schauen Sie, ich weiß, dass die Bulldog-artigen Hunde, wenn wir den English Bulldog und einige andere außen vor lassen, ich spreche von den wirklich sportlichen Bulldoggen, wahnsinnig aufs Zehrspiele stehen. Die stehen aufs Spring-Pole-Training. Das sind Dinge, die ich damals mit meinem American Pitbull Terrier liebte und auf den Tag verteilt oft stundenlang tat. Ja, also Zehrspiele, ich mochte das. Ich trainierte dabei nicht nur meinen Hund, sondern auch gleich mich. Und ich bin ein Sportnah schon immer gewesen, seit ich ein Kind bin. Ich weiß, dass American Bulldogs das mögen und auch ich mag das. Ja. Generell ist der American Bulldog von diesen dreien vielleicht der unternehmungslustigste, also ein völliger Clown, der bei jedem Blödsinn dabei ist. Ja. Unternehmungslustig sind auch der Cane Corso und der osteuropäische Schäferhund, aber ich würde sagen, dass hier der komm, ja, machen wir das und gehen wir Pferde stehlen Typ am ehesten der American Bulldog vertritt. Ja. Also ich glaube, wenn es rein um den Spaß geht, hätte ich mit diesem Hund den meisten. Das vermute ich mal. Ja. Er ist genauso wie die beiden anderen Hunde, die ich Ihnen hier schon gezeigt habe, ein Hund mit stark ausgeprägtem Wilddoppler ist ein sehr trainierbarer Hund. Ein Hund, der schon immer eng mit seinen Besitzern zusammengearbeitet hat. Und wie ich schon im letzten Video erzählt habe, hat mir einer meiner Zuseher, der Dirk, gleich nach dem American Bulldog Video 2 Bilder von American Bulldogs geschickt, die auf einem Abrichteplatz in Deutschland alle Schäferhunde schlagen. Ich weiß, dass diese Hunde sehr gut zu trainieren sind. Ja. Das ist Fakt. Außerdem sind sie nicht nur fantastische Familienhunde, wie ihre Bullterrier-Verwandten, denn der American Bulldog funktioniert in der Familie ähnlich wie ein deutscher Boxer, wie die Bullterrier, also wie die weltbesten Familienhunde generell, ja, sondern er ist auch ein exzellenter Wach- und Schutzhund und das unterscheidet ihn von seinen Verwandten, den Bullterriern, denen diese Eigenschaft oft, nicht immer, aber oft fehlt. Ja. Und das ist aber eine Eigenschaft, die es mir angetan hat, die ich bei Hunden suche. Wir haben hier also einen Bulldog mit optischen Anleihen zu den Bullterrier-Rassen. Einen Hund, der eine fantastische Geschichte vorweist, mit herrlichem Charakter, ein sehr leistungsfähiger Hund mit überschaubarer Triebigkeit, einen fast unschlagbaren Familienhund, der aber gleichzeitig auch einen exzellenten Wach- und Schutzhund darstellt. Ja. Und mir von der Optik her wahnsinnig gut gefällt. Was sind die Gründe, weshalb es dieser Bulldog in meine Top 3 geschafft hat? Ja, liebe Zuseher, das waren meine Top
3. Man könnte hier selbstverständlich noch viel detaillierter über Gründe sprechen, weshalb es Hunde in eine Top-Liste schaffen oder nicht. Aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Ganz klar, eine Geschmackssache. Den einen gefällt ein Golden Retriever, dem anderen gefällt ein Canis Panther und so. Ist ja ganz klar. Ja, wenn das nicht so wäre, hätte jeder denselben Hund. Ja. Also, liebe Zuseher, nochmal, ich lade Sie herzlichst dazu ein und würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auch Ihre Lieblingshunderassen niederschreiben in der Kommentarfunktion. Wenn es nur ein Hund ist, dann ist es nur ein Hund. Wenn es 10 sind, schreiben Sie mir 10 rein. Sie können mir, wenn Sie Lust und Laune haben, auch 20 reinschreiben. Ob ich auf jedes Kommentar oder auf jeden Kommentar antworten kann, das kann ich nicht versprechen. Aber ich werde sie mir mit Sicherheit in den nächsten Tagen durchlesen und bin schon sehr neugierig darauf, ja, zu sehen, wie verschieden die Geschmäcker sind. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.